Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe ganz tolle Streuselecken gezaubert und möchte das Rezept mit euch teilen. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unterm Video zu finden und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Als erstes mache ich den Streuselteig und zwar nehme ich dafür 280 Gramm ganz normales Standardmehl, T405, 150 Gramm kalte Butter, das ist ganz wichtig, in Würfel geschnitten und 120 Gramm Zucker. Dann verknete ich die Zutaten einfach alle miteinander und stelle diesen Teig kalt. Als nächstes mache ich den Kuchenteig fertig, also den Teig für den Boden. Und für diesen Teig 125 Gramm weiche Butter, eine Prise Salz, 100 Gramm normalen Zucker und ein Päckchen Vanillezucker cremig schlagen. Dann 2 Eier nacheinander unter die Buttermasse rühren, das heißt, wenn das erste Ei nicht mehr zu erkennen ist, das zweite hinzufügen. Dann 300 Gramm Mehl, auch hier das ganz normale Standardmehl T405 und ein halbes Päckchen Backpulver, das sind 8 Gramm, mischen und sieben und alles zu einem weichen Teig verkneten. Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig in die Backform geben und gleichmäßig in der Backform verstreichen. Mein Backblech ist 38 x 25 cm groß. Dann etwas Marmelade auf dem Teig verteilen. Die Marmelade sollte sauer sein. Bei mir ist das die Sauerkirsche und rotes Johannisbeergelee. Die Menge ist Geschmackssache, bei mir ist es eher eine dünne Schicht. Und am Rand lasse ich etwas Platz, ungefähr 5 bis 8 mm. Auf der Marmeladenschicht dann den Streuselteig verteilen und den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 25 bis 30 Minuten backen. Die Backzeit hängt wie immer vom Backofen ab. Mein Kuchen war genau 25 Minuten im Ofen und ich habe ihn mit Umluft gebacken. Den fertigen Kuchen dann aus dem Ofen holen und sofort in 12 Rechtecke schneiden. Jedes Rechteck dann nochmal diagonal durchschneiden, so entstehen diese Streuselecken und das sollte man mit einem scharfen Messer tun. Ich habe zum Beispiel so ein sehr dünnes Filetiermesser und damit kann ich die Streusel präzise durchschneiden. Und macht es auch etwas vorsichtig und nicht zu hektisch, weil dieser Kuchen noch sehr weich und empfindlich ist. Die Streuselecken dann auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen und eventuell mit etwas Puderzucker bestäuben. Ich mache das nicht. Und hier nochmal eine Nahaufnahme für euch, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar die geworden sind. Die sind nicht zu hell und nicht zu dunkel, sehr weich und sehr lecker. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!